Hallo, schön, dass ihr dabei seid und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um die Bedienung der Fuji X-T5. Thema heute dabei ist, wie stelle ich hinten das Display ein, welche Informationen sehe ich und wie kann ich die eventuell aus- und einblenden, so wie ich es für mich brauche. Dabei zeige ich euch natürlich, welche Informationen blende ich für mich ein, was ist für mich wichtig und wann will ich das sehen und wann nicht. Also steigen wir direkt ein in die Bedienung. So, gehen wir mal in die Bedienung der X-T5. Wir haben hier einmal das Einstellrad für Still und Video. Wir gehen natürlich auf Still für die Fotografie und können jetzt das Menü weiter bearbeiten, das sich jetzt auch wirklich auf das Fotografieren bezieht. Hier gibt es dann einmal diese Taste Display Back. Wenn ich hier auf das Display-Button drücke, dann kann ich jetzt über 3 Einstellungen immer im Kreis scrollen. Also mit Anzeige, ohne Anzeige und in Tabellenform. Und wie wir diese einzelnen Sachen einblenden, das zeige ich jetzt im Verlauf. Und dann gibt es natürlich die Taste Menü OK, die ich jetzt gleich öfters erwähnen werde. Das ist immer diese Taste und drumherum angeordnet sind die 4 Cursor-Tasten, mit denen ich dann immer nach rechts und links und nach oben und unten springen kann. Die Taste Menü wird verwendet, um das Menü selbst anzuwählen und dann auch einzelne Menüpunkte mit OK zu bestätigen. So, wir sehen jetzt das Display mit den Einstellungen, wie ich sie für mich gewählt habe. Ihr könnt ja am unteren Rand erkennen, da sind die Informationen für den Bereich ISO-Einstellungen, Blende und Zeit. Und oben gibt es weitere Informationen und man kann so feine schwarze Linien erkennen. Wenn ich jetzt über die Taste Display Back gehe, also einmal drücke, dann sind alle Informationen weg. Jetzt habe ich den klaren Bildschirm. Ein weiteres Mal drücken, bekomme ich die ganzen Informationen innerhalb einer Tabelle angezeigt, das Histogramm oben rechts. Und nochmal drücken, bin ich dann wieder in dem ursprünglichen Display mit allen Informationen. So, wie kann ich jetzt diese Informationen überhaupt hier in den Bildschirm bekommen und welche habe ich für mich dort angezeigt? Ich gehe jetzt über die Taste Menü OK ins Menü und man kann jetzt hier am linken Bildrand sehen, gehen wir uns rüber, hier sind die ganzen Menütabellen und ich gehe jetzt runter bis auf Einrichten, das Werkzeugsymbol und gehe dann mit dem Cursor einmal nach rechts und gehe auf Display-Einstellungen, dann wieder mit dem Cursor nach rechts und hier muss ich wieder in der Tabelle nochmal Display-Einstellungen wählen. Das kann man sehen oben auf der Seite 3. Das bestätige ich jetzt mit OK. So, und jetzt sehe ich eine Tabelle mit Kästchen davor und hier kann ich über diese Kästchen jeweils diese Eigenschaft, die ich dort angezeigt haben möchte, enablen oder disablen. So, ich kann zum Beispiel sehen, ich habe hier die Rahmenhilfe und ich blende euch jetzt rechts mal klein in den Bildschirm ein, was denn jeweils diese Eigenschaft, die ich einblende oder dieses Datum ist. Also Rahmenhilfe, Fokusrahmen habe ich für mich aktiviert, die Fokusanzeige. Dann kann man die Abstandsanzeige sich anzeigen lassen, und zwar einmal für den Autofokus und einmal für den manuellen Fokus. Ich blende das jetzt mal mit ein. Das Histogramm, ganz wichtige Information für mich. Ich blätter jetzt mal weiter durch. Hier kommt Blendezeit ISO, das habt ihr ja schon unten gesehen, da habe ich ja gerade schon mal was zu gesagt. Dann den Fokusmodus und ich habe den Touchscreen-Modus eingeblendet, damit ich immer weiß, kann ich was an Touchscreen machen, ja oder nein. Den Weißabgleich, welche Filmsimulation habe ich eingestellt. Dann welche Bildgröße, weil ich stelle schon mal um von RAW auf JPEG, je nachdem, was ich gerade mache. Und damit ich nicht vergesse, zurückzustellen auf RAW, wenn es wichtig ist, blende ich mir diese Information halt ein. Dann, wenn ich den Videomodus eingeschaltet habe, will ich unbedingt sehen, welche Aufnahmezeit habe ich noch und den Mikrofonpegel. Das ist jetzt wirklich Fuji Spezial. Ich kann ja tatsächlich hier über einen Parameter sagen, dass ich ohne Speicherkarte fotografieren will. Das ist zwar nicht sonderlich sinnvoll, aber damit mir das nicht durch Zufall wirklich passiert, blende ich mir diese Information ein. Und dann noch den Ladezustand der Batterie. Wenn ich jetzt einen Punkt an- und abwählen will, dann gehe ich halt auf den Punkt und drücke jetzt die Taste Menü OK. Und immer über dieses Drücken dieser Taste kann ich es an- und abwählen. Wenn ich fertig bin, gehe ich wieder über die Taste Display Back so lange zurück, bis ich wieder aus dem Menü raus bin und bei dieser Anzeige lande. So, was zeige ich jetzt hier in meinem Display an? Ihr könnt es jetzt sehen. Fangen wir mal oben an.
Da steht, der Videomodus steht auf 4K 25 Frames per Second und ich hätte noch eine Restlaufzeit von 1 Stunde 32 Minuten und 52 Sekunden. Ich bin im Augenblick im RAW-Format beim Abspeichern der Daten. Das Display steht auf Autofokus, das heißt, wenn ich auf das Display drücke, dann fokussiert die Linse dahin, wo ich in Bild gedrückt habe. Ich habe die Filmsimulation ASTIA eingeschaltet und der Weißabgleich steht im Augenblick auf 5000 Kelvin. Dann weiter im Uhrzeigersinn rum, hier könnt ihr dann das Histogramm sehen. Dann kommt diese lange Analoganzeige von 0,1 bis unendlich. Das ist halt, wenn ich den Fokuspunkt jetzt drücke, dann kann ich sehen, dass mein gewählter Fokuspunkt in 2 Meter Entfernung ungefähr liegt. Ja, dann kommen die weiteren Informationen zur Verschlusszeit, zur Blende und zur ISO. Und rechts daneben der Batteriestand, also der Akkustand. In diesem Fall ist er ganz voll. Der grüne Punkt bedeutet, dass die Fokuspunkte, die Rahmen, dass der Fokus jetzt wirklich scharf gestellt ist. Und hier kann ich sehen, wo meine Fokuspunkte jetzt liegen. Das ist die Rahmenhilfe für den Fokus.